Servus und mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Creative Gaming. Ich bin Axel und ich zeige euch heute etwas sehr Interessantes, und zwar ein neues Konsolenaufnahmegerät von TerraTech. Aber ich werde euch nicht nur zeigen, was das genau ist und was man damit alles Schönes machen kann, sondern ihr könnt heute auch noch in diesem Video so ein Gerät gewinnen. Deswegen schaut das Video bis zum Ende und viel Glück. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Wie schon zuvor erwähnt, möchte ich euch ein Gerät von TerraTech vorstellen, und zwar den Grabster Extreme HD. Mit dem könnt ihr halt eben euer Konsolen-Gameplay aufnehmen, und zwar was besonders an diesem Produkt ist, ohne einen PC. Das heißt, ihr könnt es einfach direkt auf eine Festplatte speichern. Das ist der große Vorteil an dem, wie ihr seht, von PlayStation, Xbox oder auch vom PC, und das Ganze in High Definition, und zwar sogar in Full HD. Gut, dann könnt ihr euch noch hier ein paar Informationen durchlesen für die das gerne haben wollen. Unten in der Beschreibung ist natürlich auch ein Link zur TerraTech-Seite selbst. Das heißt, ihr könnt nochmal ganz genau nachlesen, was dieses Gerät alles für besondere Details und Spezifikationen hat, falls ihr das eben noch genauer wissen wollt. Ansonsten hier nochmal kurz Beschreibung, halt eben Gameplay von Konsole könnt ihr direkt in 1080p aufnehmen, ohne PC oder auch mit PC. Eine Software ist natürlich auch für den PC dabei. Das Ganze ist wie gesagt von TerraTech. Hier habt ihr auch noch Facebook und Twitter von denen. Alles unten in der Beschreibung natürlich auch. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mal und schauen uns mal an, was in der ganzen Verpackung drinnen ist. Und zwar haben wir hier eine relativ normale einfach Verpackung. Eigentlich alles sehr, sehr gut gesichert in einem Karton. Da dürfte eigentlich nichts kaputt gehen. Und ja, wenn wir es aufmachen, sehen wir dann gleich das Gerät selber, das sehr, sehr klein ist. Diese kleine schwarze Box hier oben. Das ist das Hauptgerät, da kommt halt eben dann das Signal hinein und hinaus, und wie ihr im Hintergrund schon seht, extremst viel Zubehör. Ich komme dann gleich noch darauf, was genau jedes Kabel einzeln ist, aber ihr seht, ein Kabel nach dem anderen packen wir hier raus. Ihr könnt mit dem Gerät, so wie es kommt, eigentlich schon direkt loslegen und direkt aufnehmen oder halt eben es benutzen. Ihr braucht nur vielleicht ein weiteres HDMI-Kabel, das habt ihr aber meistens zu Hause, ansonsten ist eigentlich alles dabei. Einen kleinen Quickstart-Guide, ein paar andere Sachen und natürlich auch die Software zur Videobearbeitung und Videoaufnahme, falls ihr das so machen wollt. Vorne haben wir oben zwei Schalter, und zwar 27.080p und Analogschalter, das heißt, ihr könnt zwischen verschiedenen Modus herumschalten, wie euch das gerade gefällt. Vorne habt ihr dann noch natürlich den Aufnahmeknopf in der Mitte, einen USB-Steckplatz auf der linken Seite, sogar einen Mikrofoneingang und ein paar Lampen, die euch anzeigen, in welchem Modi ihr gerade seid. Hinten haben wir dann noch ein HDMI In und Out, das heißt, ihr könnt mit HDMI direkt anschließen oder für die PS3 das Analoge. Dazu komme ich dann auch noch gleich. Und ja, das war halt eben hauptsächlich das Gerät, sehr, sehr klein. Dann zum Zubehör, hier natürlich einen Stromstecker, das heißt, damit das ganze Gerät auch Strom bekommt, ist natürlich auch wichtig. Dann habt ihr ein Verlängerungskabel für euer Mikrofon oder auch für Kopfhörer zum Beispiel, könnt ihr das verwenden. Das ist ein ganz normales AUX oder halt Klinkenstecker, Verlängerungskabel. Und das könnt ihr eigentlich jeden Tag benutzen, egal ob für ein iPod oder sonst irgendetwas ganz Nettes, das dabei ist. Dann wichtig für die PS3 ist ein HD-Komponentenkabel. Die PS3 könnt ihr leider nur über HD-Komponentenkabel anschließen, da kann TerraTech nichts dafür, sondern die PS3 hat einen Kopierschutz über HDMI, das heißt, ihr müsst es leider mit diesem Kabel machen, aber es ist alles im Lieferumfang dabei und ihr könnt gleich loslegen. Dann habt ihr hier noch einen Konverter von diesem Komponenten auf einen kleinen Anschluss, damit das Ganze nicht zu viel wird und schön kompakt bleibt. Dann habt ihr hier noch einen kleinen Micro-USB-Anschluss. Den könnt ihr dann vom Gerät halt eben in den PC stecken, wenn ihr das wollt. Ein HDMI-Kabel ist auch dabei, das heißt, ihr könnt auch gleich mit dem HDMI zocken, wenn ihr das wollt. Falls ihr eine Xbox habt, braucht ihr natürlich zwei HDMI-Kabel, eines aus der Xbox hinaus und eines dann in den Fernseher hinein. Bei der PS3 braucht ihr eigentlich nichts mehr, da ist eigentlich alles im Lieferumfang dabei. Hier nochmal die kleine Schachtel und nochmal die Sachen erklärt. Für die PS3 das HD-Komponentenkabel, dann ein HDMI-Kabel, HD-Komponenten-Konverter, dann haben wir natürlich die Software, dann haben wir Strom und noch ein paar andere kleinere Sachen, wie zum Beispiel der Stecker für den PC selber. Und ja, das waren auch schon die wichtigsten Teile, die ihr so drinnen finden könnt, und jetzt habe ich dann noch ein paar Vergleiche, und zwar zu alten, immer noch wunderbar, sehr, sehr gut funktionierenden HDPVR. HDPVR ist schon etwas älter, wie ihr seht, aber ihr seht, glaube ich, trotzdem, dass der Unterschied von der Größe und von den Anschlüssen wirklich extrem ist. Und ja, das Gerät ist einfach so klein. Es ist klein, schwarz, ihr könnt es eigentlich überall hinstellen, es fällt eigentlich nicht auf, wie ihr seht. Und ja, sehr, sehr angenehm, weil es auch sehr, sehr leicht ist und eben wenig Platz wegnimmt. Dann kommen wir zum großen Vorteil. Natürlich nimmt es wunderbare, schöne Videos auf, aber der große Vorteil an diesem Gerät ist, ihr könnt es direkt über einen USB-Stick machen. Ihr braucht keinen Computer einschalten, hochfahren, sondern ihr nehmt euren USB-Stick, steckt den hinein und drückt auf den Aufnahmeknopf in der Mitte dieser Dreiecke und fertig. Ihr könnt das Ganze auch über Festplatten machen. Wie gesagt, keinen PC hochfahren, keinen PC anstecken, kein Programm auf dem PC starten, sondern direkt draufdrücken und aufnehmen. Mehr braucht ihr nicht. Und ja, das war es auch schon zu diesem Video.
Ich habe das Gerät jetzt schon seit einigen Tagen und Wochen getestet und finde es sehr, sehr gut. Ich habe auch ein kleines Resümee für euch und zwar positiv. Es ist natürlich viel Zubehör drinnen, ihr habt viele Anschlüsse, heißt ihr könnt auch direkt über HDMI das Ganze machen, eben auch dann für 1080p Ausgabe. Software zur Videobearbeitung und Aufnahme ist auch dabei für den PC. Updates lassen sich sehr leicht installieren, das heißt, wenn es mal Probleme geben sollte, wird das Ganze durch ein Update meistens gelöst. Es ist ein sehr kleines, leichtes Gerät, ist natürlich auch positiv. Die Aufnahme über den USB-Stick und über die Festplatte, das ist wirklich das Wichtigste, das unterscheidet es von seiner Konkurrenz und ist wirklich extremst gut und super praktisch. Ausgabe bis 1080p halt eben und funktioniert mit PlayStation, Xbox, PC und so weiter. Das heißt wirklich sehr, sehr vielseitig. Negatives, was ich beim Testen gemerkt habe, ist, dass das Gerät immer die ganze Zeit blinkt. Das heißt, es hat vorne so ein kleines grünes Licht, das blinkt immer. Das kann in der Nacht ein bisschen nervig sein. Ihr könnt das ja irgendwie so hinstellen, dass es euch nicht direkt anschaut, aber ja. Dann noch ein kleines Problem ist, dass die Software nur für Windows ist, das heißt Mac-User wird es nicht so erfreuen, da kann man halt eben nicht die Videobearbeitungsprogramme halt eben benutzen, aber ihr könnt trotzdem natürlich aufnehmen, weil wie gesagt, ihr braucht keinen PC dafür. Kaufempfehlung ja auf jeden Fall, es ist wie gesagt einfach ein sehr, sehr gutes Alternative zu den ganzen anderen Geräten und hat natürlich auch den großen Vorteil, dass ihr das Ganze halt eben ohne PC auch benutzen könnt. Gut, das war es auch eigentlich zum Hauptvideo. Wie versprochen kommt jetzt auch das Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr das Gerät mit dem ganzen Zubehör, was ich euch in diesem Video gezeigt habe, gewinnen. Und zwar original verpackt. TerraTech war so freundlich und hat uns nicht nur ein Gerät zum Testen und so weiter mitgegeben, sondern auch ein weiteres Gerät, das wir dann euch verschenken können und natürlich auch gerne möchten. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist natürlich erstmal Abonnent sein. Das heißt, falls ihr es noch nicht habt, abonniert Creative HD Gaming. Zweitens müsst ihr natürlich auch dieses Video liken, das heißt einfach auf Gefällt mir drücken und drittens ein kleines Kommentar schreiben. Und zwar darin einfach am besten schreiben, warum gerade du es gewinnen solltest und warum ihr es braucht und für was ihr es gern verwenden würdet. Bitte schreibt ein nettes Kommentar, ein interessantes Kommentar und nicht irgendwelche Einzeiler wie ich will es jetzt, sondern schreibt halt eben, warum ihr und für was ihr das braucht und was ihr damit machen wollt. Ganz einfach. Wie gesagt, abonnieren, liken und Kommentar schreiben. Das war's auch schon. Dann könnt ihr gewinnen. Den Gewinner geben wir auf unserer Facebook-Seite auf Creative HD Gaming halt eben bekannt. Auch alles unten in der Beschreibung, deswegen da immer wieder mal vorbeischauen. Und ja, ihr habt einen Monat Zeit, nachdem ich dieses Video das erste Mal gepostet habe. Das heißt eben nach 30 Tagen werde ich dann einen Gewinner preisgeben auf unserer Facebook-Seite. Und ansonsten auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön an TerraTech, dass wir ihr Gerät testen durften und dass sie uns auch noch ein extra Gerät zum Verschenken mitgeschickt haben. Wirklich sehr, sehr nett. Danke auch fürs Ansehen von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch etwas mehr über das Gerät wissen wollt, unten in der Beschreibung sind natürlich lauter Links, die euch gerne helfen. Und wir haben auch noch ein paar andere Videos, die ihr euch anschauen könnt zum Gerät selber. Das heißt, wie kann man das zum Beispiel anschließen und wie ist die Bild- und Videoqualität. Das könnt ihr auch noch anschauen. Da sind 2 Videos gerade eingeblendet. Klickt einfach drauf. Ansonsten, wie gesagt, nicht vergessen zu abonnieren und viel Spaß beim Gewinnspiel und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Axel von Creative HD Gaming.